Servus und dober dan. Die Skiflugschanze von Planica. Da stehen wir jetzt vor der russischen Kapelle. Kommen wir in Italien an. Buongiorno zu Tour Nummer 4. Die Stelle, wo es mit der Soccia oder mit dem Sonzo zum Ende geht. Und hier stehen wir jetzt an die Salzwiesen von Secca. Herzliche Grüße aus Rovinje mit der Besichtigung von Pula, der südlichste Punkt. Und jetzt sind wir glücklich in der Bucht von Opatija gelandet. Guten Morgen von der Felsenburg Predjama. Heute ist meine vorletzte Etappe nach Bled. Und jetzt gerade beim Aufstieg zur Hochebene Pokljuka. Heute ist unsere letzte Etappe nach Kranjska Gora. Jetzt reicht's aber. Servus und dober dan. Die Hasen sind wieder mal unterwegs in Slowenien und wir haben jetzt gerade in Kranjska Gora angekommen. Und von da starten wir unsere Slowenien-Runde an der Soccia entlang, von der Quelle bis zur Mündung im Mittelmeer. Dann umrunden wir Istrien, gehen wir über Ljubljana wieder zurück hierher. Und auf was freuen wir uns besonders bei der Tour? Also ich persönlich auf das Soccia-Tal. Ja, da haben wir uns relativ einig, aber ich bin auch schon gespannt auf die Küstenorte in Istrien, weil da war ich noch nie. Und angeblich sind die wunderbar. Pittoresk. Wir gehen davon aus, dass die ganze Reise nicht übel wird. Wenn alles gut geht, haben wir in 17 Tagen wieder da. Froh und munter. Bis dann. Bis dann. Servus. Dobar dan. Ein Aufenthalt in Kranjska Gora ohne Besuch des nahen Skisprungzentrums von Planica wäre unverzeihlich gewesen und bot sich als Einstiegstour am Nachmittag geradezu an. Vor allen Dingen, weil der weitere Weg Richtung Talende direkt in die traumhafte Bergwelt des Triglav Nationalparks führt. Bei der Einkehr in der Berghütte Tamar unterhielten wir uns mit einem sehr netten Paar aus Ljubljana, was schlagartig fast heimische Gefühle weckte. Die beeindruckende Natur steigerte die Vorfreude auf die bevorstehende Reise in der für uns noch völlig unbekannten Gegend noch weiter. Also die erste Halbtagestour haben wir fast hinter uns und mein persönliches Highlight ist die Skiflugschanze von Planica. Da wollte ich unbedingt her. 5 Kilometer von Kranjska Gora weg, aber Talende mit der wunderbaren Hütte war ein Traum. Morgen geht es jetzt los Richtung Soccia.
Bisher war für uns Kranjska Gora gleich Ski-Weltcup-Ort, aber auf keinen Fall ein Erholungsort mit idyllischen Bergseen. Und nun eben der optimale Startpunkt für unsere Slowenien-Istrien-Rundreise mit dem ersten Höhepunkt, dem smaragdfarbenen Bergfluss Soča. Auf dem Weg zur Soča-Quelle müssen wir allerdings erst einmal den Vršić-Pass mit seinen 24 granitgepflasterten Kehren erklimmen. Wetterbericht 9 Uhr 19 Grad. Guten Morgen, erste volle Tour an der Slowenien-Runde. Es geht von Kranjska Gora über den Vršić-Pass. Entschuldigung an alle Slowenen und Kroaten, die Aussprache wird wahrscheinlich nie funktionieren, aber wir geben unser Bestes. Da stehen wir jetzt vor der russischen Kapelle, der erste Höhepunkt auf dem Weg zum Pass, und weiter geht's dann noch ein paar Höhenmeter und dann zur Soča-Quelle. Die russische Kapelle erinnert an die russischen Kriegsgefangenen, die die Passstraße im Ersten Weltkrieg als militärischen Nachschubweg bauen mussten. In den nächsten Tagen trafen wir noch auf mehrere Zeugnisse der sogenannten Isonzo-Schlachten. Nach der herrlichen Bergwelt der Julischen Alpen war die Ankunft am Pass geradezu ein Kulturschock. Es hatten Ende Juni 2022 doch ein paar mehr Menschen die Idee,
den höchsten Gebirgspass Sloweniens zu erklimmen, was aber bei dem Panorama drumherum absolut nachvollziehbar ist. Bei Kehre 49 erreicht man die Abzweigung zum Sotscha-Ursprung, der nur über einen fast abenteuerlichen Kletterpfad direkt zu erreichen ist. Türkisblau, aber beinahe unspektakulär, tritt das Quellwasser aus dem Felsen, das uns jetzt für 4 Tage ein unvergesslicher Wegbegleiter sein sollte. Ein weiterer Höhepunkt der ersten Tour waren die sogenannten Sotscha-Tröge, tiefblaue Gumpen, die der Fluss in den Fels gegraben hat. Zehn Kilometer weiter war unser erstes Tagesziel, Bovec, erreicht.
Als Ausgleich zum schweißtreibenden Berganstieg vom Vortag war diese Etappe an der Sotscha absolut entspannt. Zuerst besuchten wir allerdings mit dem Verje- und Bocker-Wasserfall zwei beeindruckende Naturschauspiele, die etwa 100 Höhenmeter über dem Flusstal gelegen sind. Dobre jutro, vom Virje-Wasserfall habe ich gerade gelernt. Wir haben auf dem Weg von vorwärts nach Holmin, der zweite Tag in Slowenien, heute den ganzen Tag an der Sotscha. Wunderbares Wetter, traumhafter Wasserfall. Bis demnächst. Bei einem längeren Stopp machten wir erstmals so richtig Bekanntschaft mit dem eiskalten Bergwasser und den sportlichen Aktivitäten darauf. Eisklumpen.
Schon überraschend, wie schnell sich die Sotscha kurz vor unserem Etappenziel bei Tolmin von einem Bergbach bereits zu einem ausgewachsenen Fluss entwickelt hat. Obwohl wenig anstrengend, kamen wir bei 35 Grad im Schatten doch ziemlich ausgetrocknet in unserer Unterkunft an. Grüß euch. Hinter uns ist der Sotscha-Stausee. Heute geht es den ganzen Tag noch durch Slowenien an der Sotscha entlang und abends kommen wir in Italien an. Zwischen Most na Sochi und Kanal ob Sochi wollten wir den Verkehr auf der Nationalstraße 103 aus dem Weg gehen und blieben im Gelände am linken Flussufer, was neben herrlicher Natur auch Herausforderungen mit sich brachte. Ich glaube, da müssen wir jetzt schirmen. Ich glaube, da musst du helfen. Kann so sein. Oder wir übernachten da in einer Höhle.
Gleich nach Kanal bis kurz vor Nova Gorica ist ein wunderbarer Radweg angelegt mit ständigem Blick auf den etwas tiefer liegenden Fluss. Mitten im Stadtgebiet verläuft die Grenze zu Italien und Gorizia mit unserer 4. Unterkunft. Buongiorno zu Tour Nummer 4 von Gorizia nach Trieste. Wir folgen weiterhin dem Fluss Socha, der plötzlich jetzt Isonzo heißt. Aber egal wie er heißt, die letzten 30-40 Kilometer begleiten wir ihn in Richtung Mittelmeer. Und jetzt haben wir die italienische Fahne mit drauf für 3 Tage. So schaut's aus. Arrivederci. Nach knapp 20 Kilometer erreichten wir die riesige militärische Gedenkstätte von Redi Puglia, in der unzähligen gefallenen italienischen Soldaten der Isonzo-Schlachten im Ersten Weltkrieg gedacht wird. Wir verließen die gigantische Anlage mit einer doch etwas gedrückten Stimmung, was sich angesichts der letzten 10 Kilometer bis zur Mündung der Socha ins Mittelmeer absolut nicht änderte.
Also das ist jetzt genau die Stelle, wo es mit der Sotschau oder mit dem Isonzo zum Ende geht. Man kann natürlich auch sagen, es wird Teil von was Größerem. Aber traurig ist trotzdem, weil der Weg daher war wunderbar. Und passend zu dem traurigen Anlass weint der Himmel ein paar bittere Tränen. Auf der SS 14 von Monfalcone nach Triest erwartete uns etwas mehr Verkehr. Aber das wieder sonnige Wetter, die herrlichen Klippen am Golf von Triest und die Aussicht auf einen Ruhetag in einer der schönsten Städte Italiens ließ die Stimmung, passend zum Thermometer, wieder ansteigen.
Nach der ersten Besichtigungsrunde gönnten wir uns am Nachmittag 2 Stunden Siesta beim Pinienwald von Barcola, etwa auf halber Strecke zum Castello di Miramare.